Es macht immer wieder Spaß, über diesen Menschen zu sprechen. Wie muss ein Mensch gelebt haben, der die Relativitätstheorie entwickelt hat? Die Theorie ist so komplex und bahnbrechend, dass die Größe der Leistung erst viele Jahre später realisiert wurde. Stellt euch vor, wie ihr mit 26 Jahren herausfindet, dass Masse die Raumzeit krümmt. Wie kommt man darauf? Dieses Video wurde unterstützt von Dorado Games. Dies hilft dem Kanal dabei sehr, weiterhin aufwendige Videos zu produzieren. Wir bedanken uns daher bei diesem Sponsor und schauen uns das interessante Spiel Conflict of Nations an. Es ist ein kostenloses Online-Strategiespiel in Echtzeit, am Computer oder Smartphone spielbar. Es wird ein moderner globaler Krieg gegen Dutzende menschliche Spieler geführt. Was ich tatsächlich interessant fand, war, dass es in Echtzeit ist und über Tage oder Wochen dauern kann, wie bei einem echten Krieg. Stichwort Metaversum. Und das macht dieses Spiel wirklich gut. Die Einheiten, die Missionen erfüllen, brauchen Stunden, bis sie irgendwohin bewegt werden. Du kannst die Kontrolle über die bestehende Nation der Welt übernehmen, was aber komplizierte Langzeitstrategien erfordern kann. Du baust dir eine Armee mit vielen Komponenten wie Panzer, Jets oder Atom-U-Boote auf. Die Erforschung neuer Einheiten und der Aufbau der erforderlichen Infrastruktur sind der Schlüssel zum Sieg im Spiel. Wenn jemand immer schon Interesse an solchen Strategiespielen hatte, sollte es mal ausprobieren. Nutze dafür einfach den Link in der Videobeschreibung und tauche in diese Welt ein. Die Raumkrümmung ist wie etwas, was wir aus dem Alltag kennen, nur übertragen ins Höherdimensionale. Es ist so, wie wenn eine schwere Kugel ein Trampolin einbeult und die darum liegenden Objekte in diesem System angezogen werden. Dieser Effekt wird umso größer, je schwerer das Objekt ist. Durch diese Verkrümmung, und das ist jetzt sehr wichtig, wird selbst Licht messbar abgelenkt. Das sagte Einstein an einer Sonnenfinsternis vorher und wurde über Nacht weltberühmt. Mit dieser Theorie veröffentlichte er 4 weitere Arbeiten innerhalb einiger Monate, die aus heutiger Sicht alle nobelpreiswürdig sind. Wie schon erwähnt, mit 26 Jahren als Angestellter am Patentamt. Einstein bekam seinen Nobelpreis nicht für die Relativitätstheorie, sondern für seine Licht-Quanten-Hypothese. Scheinbar wäre ein Nobelpreis zu wenig für diese Leistung. Dennoch musste sich dieses neue Weltbild erst einmal durchsetzen, wie es so oft auf der Welt ist. Da sich viele auch erstmal gegen die Relativitätstheorie wehrten. Als sie später nachgewiesen wurde, wurde es zum Jahrtausendereignis. Was hast du alles mit 26 im Kopf gehabt oder wirst du noch haben? Einstein bekam das Angebot, Staatspräsident von Israel zu sein. Doch er lehnte ab. Er sagte dazu: Ich bin tief bewegt über das Anerbieten unseres Staates Israel, freilich auch traurig und beschämt darüber, dass es mir unmöglich ist, dieses Anerbieten anzunehmen. Mein Leben lang mit objektiven Dingen beschäftigt, habe ich weder die natürlichen Fähigkeiten noch die Erfahrung im richtigen Verhalten zu Menschen in der Ausübung offizieller Funktionen. Deshalb wäre ich für die Erfüllung der hohen Aufgabe auch dann ungeeignet, wenn nicht vorgerücktes Alter meine Kräfte in steigendem Maße beeinträchtigte. Einstein war nicht schlecht in Mathematik. Wer so etwas sagt, befindet sich wohl auf einem sehr niedrigen Mathematiklevel. Das Niveau, das Einstein vor allem später erreicht hatte, ist wohl komplexer als alles, was die meisten je in Mathematik erblickt haben. Als Einstein den Artikel sah, wo drauf stand, der größte lebende Mathematiker hat in der Mathematik versagt, soll er drüber gelacht haben und sagte: Ich habe nie in der Mathematik versagt. Bevor ich 15 wurde, hatte ich die Differential- und Integralrechnung gemeistert. Einstein musste lediglich viele Werkzeuge aus der Mathematik benutzen, um seine Theorie umzusetzen. Und benutzt man diese Sprache der Natur, um Erkenntnisse zu beweisen, kann sie sehr komplex werden. Er sagte dazu einmal: Seit die Mathematiker über die Relativitätstheorie hergefallen sind, verstehe ich sie selbst nicht mehr. Einsteins Gehirn war rein von der physikalischen Größe her kleiner als ein Durchschnittsgehirn. Es wog 18% weniger. 1955 sollte er operiert werden, wegen einem Aneurysma der Aorta. Es war die letzte Hoffnung, wenn auch nur gering, ihn zu retten. Er lehnte ab mit den Worten: Ich will gehen, wann ich will. Es ist geschmackslos, das Leben künstlich zu verlängern. Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Es ist Zeit zu gehen. Und das will ich auf eine elegante Art vollbringen. Er starb am darauffolgenden Tag. Das Universum dehnt sich ständig aus, seit dem Urknall. Dies wurde vom Priester und Physiker Georges Lemaitre entdeckt.
Die Galaxien bewegen sich voneinander weg. Wir haben kein statisches Universum. Irgendwo wächst das Universum rein. Überlegt euch mal, wie interessant das ist. Lemaîtres Urknallphysik gefiel Einstein nicht. Er glaubte nämlich an ein statisches Universum und musste eine kosmologische Konstante einführen, um die Dynamik zu entfernen. Es existierte auch für ihn schon damals eine Kraft, die entgegen der Gravitation wirkt und das Universum, wie er dachte, statisch macht. Später wurde er überzeugt von Lemaîtres Beweis, dass das ganze Universum mal ein Punkt war, der Urknall. Raum und Zeit musste erst einmal entstehen. Er bezeichnete die Einführung dieser Konstante als größte Eselei seines Lebens. Was, wenn diese Eselei nicht einmal eine war? Sein Verständnis war wohl nur falsch. Bisherige Daten zeigen, dass die sogenannte dunkle Energie sich genauso verhält, wie Einstein es schon 1917 mit der kosmologischen Konstante beschrieben hatte. Die Eselei entpuppt sich heute als Geniestreich. Diese dunkle Energie dominiert unser Universum. Bis heute ist nicht klar, was diese genau ist. Schon Einstein bereitete diese kosmologische Konstante Kopfzerbrechen. Einstein veränderte das physikalische Weltbild. Solche großen Wissenschaftler bringen uns der absoluten Wahrheit immer näher. Das Spannende ist, dass immer wieder das Verständnis sich erneuert. Wann kommt der nächste Durchbruch? Oder nochmal anders ausgedrückt, das nächste Modell? Die Antwort auf die Frage, was war vor dem Urknall, fällt aufgrund der Definition vom Urknall raus. Es gab nichts. Doch mit dieser Antwort geben sich immer mehr Forscher nicht mehr zufrieden. Eine der abgefahrensten Theorien, die insbesondere von Nikodem Poplawski vertreten wird, ist folgende. In dem Augenblick vor dem Urknall soll Materie und Energie sich in einem unfassbar dichten, jedoch endlichen Punkt befunden haben. Dieser Punkt soll Milliardenmal kleiner gewesen sein als jeder Partikel, den wir Menschen kennen. Dieser Samen eines Universums soll sich in einem schwarzen Loch befinden. Denn mithilfe Einsteins Theorien lässt sich am Boden des schwarzen Lochs ein Punkt berechnen, der unendlich dicht und unendlich klein ist, auch bezeichnet als Singularität. Poplawski ist jedoch der Meinung, dass die Materie im schwarzen Loch einen Punkt erreichen kann, an dem sie nicht weiter komprimiert werden kann. Er bezeichnet den Knall, der bei einem solchen Gebilde entstehen und somit das ganze Universum hervorbringen kann, als Big Bounce, großer Rückprall. Nach dieser Theorie befindet sich somit das Universum, das seit dem Urknall entstanden ist, in einem schwarzen Loch. Somit wäre das schwarze Loch ein Übergang in ein anderes Universum, wo sich dieses schwarze Loch befindet. Wenn diese abgefahrene Theorie stimmt, bleibt die Ursprungsfrage jedoch ungeklärt, denn man könnte sich ja auch jetzt fragen, was war vor dem Universum, in dem sich dieses schwarze Loch befindet? Wie hat alles angefangen? Wieso gibt es überhaupt etwas? Die Antwort auf diese Frage ist mit Sicherheit ein Durchbruch. Falls das erwähnte Game dein Interesse geweckt hat, gibt es nun ein einmaliges Angebot in dem Link in der Videobeschreibung von 13.000 Gold in dem Spiel und einen Monat gratis Premium-Account.